Moin bei Kugelbahn.de. Vor dem Sommer habe ich ja schon mal die vertikal aufgestellten Grundplatten in einer Bahn verbaut. Die 3D-Druckteile dafür sind jetzt im Kugelbahn-Shop erhältlich. Was man damit alles machen kann und wo es auch Grenzen gibt, das seht ihr jetzt hier im Video. Insgesamt 3 Komponenten sind erforderlich, um die vertikalen Grundplatten umzusetzen. Einmal sind das die Standfüße. Diese werden in die normalen Bodenplatten eingesetzt und bieten dann Schlitze für die vertikal aufgestellten Grundplatten an. Diese Schlitze sind teilweise durchgehend bis nach unten, damit die Nasen dort bis zum Boden versenkt werden können. Das schützt vor Verrutschen und bringt etwas mehr Stabilität rein. Die Grundplatte kann aber auch in jeder anderen Richtung in die Halter eingestellt werden. Apropos Halter, weiter geht es mit weiteren Haltern, denn an der vertikal aufgestellten Grundplatte sollte ja auch gebaut werden können. Dafür gibt es die Balkonhalter. Diese werden einfach in die Hecksfelder eingeklemmt und bieten dann wieder auf beiden Seiten Platz, um einen Balkon einzusetzen. Wo wir schon bei der dritten Komponente wären, nämlich die Balkone. Auf die hätte ich ehrlicherweise gerne verzichtet, aber das war vom Platzbedarf her nicht so ganz einfach, weil die Originalbalkone etwas länger sind und die sich dann quasi gegenseitig in die Quere gekommen wären. Deswegen musste ich hier eine Lösung finden. Diese speziellen Balkone werden einfach eingesetzt, was relativ locker geht, und dann kann man darauf auch bauen. Die aufgestellte Platte bringt natürlich ordentlich Höhe ohne viel Materialeinsatz, aber wie eingangs schon erwähnt, gibt es auch Nachteile, die ich hier natürlich auch gerne zeigen will, denn bei der vertikalen Grundplatte passt nur jede zweite Reihe der Hecksfelder zu den Feldern auf dem Boden. Soll also eine Kugel durch einen Wirbel fallen, stürzt diese ziemlich tief und schlägt hart auf, was natürlich ein wenig an der Stabilität zerrt. Man sollte den Auffangpunkt dann natürlich etwas entsprechend höher bauen oder darunter zum Beispiel eine Spirale setzen. Nutzen lässt sich das natürlich dennoch, zum Beispiel mit den O-Schienen aus der Tunnelerweiterung. Dann fallen die Kugeln einfach auf die Schienen, müssen aber eben erstmal wieder aus dem Hauptsystem raus oder dann wieder in das Hauptsystem zurückgeführt werden. Und leider gleich noch ein kleiner Nachteil: Es können nicht einfach so beide Seiten der Wand mit einer Schiene verbunden werden. Dafür gibt es noch spezielle Schienen, einmal im Zickzack-Style und einmal als 180-Grad-Version. Die sind übrigens auch sonst sehr praktisch, da man mit ihnen zwischen den Höhensteinen durchbauen kann. Diese Schienen haken etwas fester in die Kurvensteine ein, um auch bei solchen Umrundungen der Grundplatte ausreichend Halt für die Kugel zu bieten und damit die Schienen nicht nach unten wegknicken. Insgesamt ein gutes System, um ohne viele Säulen und Wände an Höhe zu gewinnen. Mit ein bisschen Gewichtsausgleich leidet auch die Stabilität nicht, wobei das Ganze eigentlich schon ziemlich stabil steht. Ich habe zwar eine fixe Stellung der Grundplatten vorgesehen, aber sie können dennoch problemlos gedreht werden und in anderen Positionen verwendet werden. Die 3D-Drucke für die Vertical Baseplates gibt es natürlich im Kugelbahn-Shop, sowohl einzeln als auch als etwas günstigeres Starter-Set. Schaut doch einfach mal rein. Und jetzt vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne einen Like für das Video da, abonniert Kugelbahn.de und aktiviert das Bimmelbammel-Glöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier das nächste Video gibt. Ciao!